Stören dich deine eigenen Äms und Öms beim Reden? Möchtest du Fülllaute in der Sprache loswerden und selbstbewusster und überzeugender sprechen? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal. Ich bin Nicole Krieger, ich bin Moderatorin, Auftrittsexpertin und Kommunikationstrainerin und ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Jeder hat das schon mal bei anderen gehört, dieses ne? Ja, solche Fülllaute, die gerne mal beim Reden gemacht werden. Meistens aus Angewohnheit, manchmal aber auch, weil die Leute sich Zeit verschaffen wollen beim Denken, weil sie nicht so genau wissen, was sie jetzt sagen wollen oder wie ihre eigene Rede oder Präsentation weitergeht. Das ist eine unschöne Angewohnheit und wenn du die hast, dann würde ich dir sehr empfehlen, daran zu arbeiten, die loszuwerden. Warum? Fülllaute stören ganz enorm die Kommunikation, weil sie den Redefluss unterbrechen und so die Klarheit in der Botschaft beeinträchtigen. Und was machen die Zuhörer, wenn jemand immer wieder und sagt? Die können gar nicht so genau folgen, was du eigentlich sagst, sondern die schweifen ab mit Gedanken, die verlieren den roten Faden von dem, was du eigentlich sagst und irgendwann sind sie ganz woanders mit dem, was sie denken. Und ja, vielleicht sind sie dann irgendwo schon bei der nächsten To-Do-Liste oder bei ihrem Smartphone und schlechtestenfalls machen sie sogar Strichlisten, wie oft du oder sagst. Also ich habe das auf jeden Fall schon gehört, dass das gemacht wird. Und wenn du dich hier angesprochen fühlst, dass du also gelegentlich beim Sprechen Fülllaute nutzt, dann solltest du dir erst einmal bewusst werden darüber, wann benutzt du die denn? Ist das so ein Tick? Also machst du das wirklich täglich beim Sprechen oder passiert dir das nur in bestimmten Situationen? Und im nächsten Schritt solltest du dir dann eben Übungen und Anleitungen besorgen, damit du das Ganze loswirst. Und das ist natürlich mit ein bisschen Arbeit verbunden. Also du wirst regelmäßig üben müssen und du wirst eben auch an deinem Bewusstsein arbeiten müssen, darüber nachzudenken, wie spreche ich eigentlich und wie kann ich klarer und überzeugender sprechen. Die Belohnung ist, dass du selbstbewusster wirkst, dass du souveräner wirkst, weil das haben nämlich Studien ergeben. Menschen, die oft Fülllaute oder Füllwörter benutzen, die wirken wenig kompetent, die wirken wenig selbstbewusst und deren Glaubwürdigkeit leidet auch. Also du bist gut beraten, daran zu arbeiten. Und wenn du das möchtest, wenn du klarer, souveräner und überzeugender sprechen möchtest, habe ich ein ganz großartiges Video für dich mit einer Menge Übungen, mit Alltagstipps, die du ganz leicht umsetzen kannst und so eben besser sprechen kannst. Du brauchst jetzt hier einfach nur klicken und dann bist du schon da.